Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask Tutorial Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir unseren Shop ein bisschen weitermachen und uns heute so ein bisschen mit den CRUD-Operationen beschäftigen. Das heißt CRUD, ja, das sind so Create, Read, Update und Delete. Das sind so die wichtigsten Methoden, wenn man irgendwie was zur Verfügung stellen möchte, was man so machen kann. Und die wollen wir sozusagen alle als Funktion in unserer in unserer Main-Logik sozusagen bereitstellen, sozusagen als Schnittstelle zu unserem Datenbankbereich hier drüben, damit wir hier ein möglichst lockeres Szenario haben. Okay, wunderbar. Ja, wissen wir schon, was wir machen wollen. Wir wollen also hier unter API, ja, ich glaube, das passt ganz gut da rein. Wobei, nee, wir reden ja eigentlich die ganze Zeit von unserer Shop-API. Wenn wir jetzt noch eine andere API hätten, also nicht für den Shop, dann bräuchten wir natürlich noch was Separates. Sprich, wir sollten es hier reinschreiben. Unter Shop und dann New Python File. So, und jetzt schreiben wir hier unsere Domain-Logik. Also, Domain Logic. Einfach mal relativ simple Dateinamen gewählt hier, damit man auch gleich sieht, was da eigentlich drin steckt. So, was hatten wir gesagt? Wir wollen Create Product. Klar, wir beziehen uns nur auf ein Product Data. Erstmal hier rein. Dann wollen wir, ich mache jetzt einfach mal Parse rein und dann kopiere ich mir das Ganze. Create. So, Read. Update. Und Delete. Okay, ich werde jetzt hier nicht weiter auf die Kategorien eingehen von unseren Produkten. Die waren tatsächlich nur, und zwar ausschließlich als Demonstrationszweck für euch gedacht, damit ihr hier sozusagen wisst, wie man auf das eingehen kann, wie man hier bei einem Produkt ein Attribut von einer anderen Kategorie oder von einer anderen von einem anderen API-Model sozusagen referenzieren kann. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen. Ich würde es euch einfach mal als Übung empfehlen, dasselbe auch für die Kategorien machen zu können und die Kategorien vernünftig einzubinden. Das sprengt hier allerdings den Rahmen, weil ich will das Ganze ja immer noch als Tutorial machen und nicht als wir schreiben uns Code-Reihe. Heute ist es tatsächlich ein bisschen mehr wir schreiben uns Code-Reihe, aber ja. Okay, so. Was wir hier machen wollen beim Kreieren von einem Produkt ist relativ simpel. Wir wollen es logischerweise in die Datenbank reinschreiben. Das werden wir mit SQL Alchemy machen, was wir aber hier noch überhaupt nicht brauchen. Wir wollen natürlich SQL Alchemy komplett separiert hier sozusagen, auch mit einer Schnittstelle sozusagen da unten verwenden. Was wir jetzt also machen müssen ist, wir müssen nur die richtige Funktion hier aufrufen und zwar wir setzen einfach nur den Namen. Kategorie-ID und Category-Name werden wir jetzt hier nicht setzen, die sind ja hier auch nicht required. Nur der Name ist required und die ID, die wird sowieso nicht mitgeliefert. Das heißt, wir brauchen eine eigene ID, die wir nachher automatisch generieren, wenn wir ein Objekt in die Datenbank schreiben. Das heißt, was wir hier machen ist, wir holen uns den Namen und zwar aus data.get. Ihr seht, wo das hinführt, dieses .get, da haben wir auch so einen Parser. Und ja, wie haben wir ihn genannt? Wir haben ihn Name genannt, ne? Deswegen komme ich eigentlich auch ursprünglich drauf. Okay, und dann ist das eigentlich auch schon alles, was wir hier machen müssen. Was wir jetzt verwenden werden, sind sogenannte Domain Transfer Objects. Das sind sozusagen Objekte aus den Daten gebaut, also tatsächlich Produkte als Klasse, die ihr dann hin und her reichen könnt, die ihr irgendwann mal generiert, die ihr dann in die Datenbank schreibt und die ihr dann wieder ausliefert sozusagen. Und ja, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, deswegen verwenden wir die auch sehr, sehr gerne und deswegen nenne ich das jetzt einfach mal hier Product ist gleich Product von Name. So, und dann sagen wir hier Database, achso, das ist der Name vom Modul, ne? Dann nennen wir es einfach db.add Product. Okay, wunderbar. Ja, und jetzt einfach das nächste, das heißt, wir gehen hier über Read runter, wobei wir in unserem Fall tatsächlich gar kein Read brauchen, werden wir gleich noch nachher sehen, warum wir kein Read brauchen. Update brauchen wir vielleicht.
Ja, ich meine, im Endeffekt wisst ihr jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt Update und Delete auch nicht implementieren, weil es im Endeffekt genau dasselbe ist. Ihr müsst ja einfach nur die normale Logik reinschreiben, was ihr eben machen wollt, wenn ihr was löschen wollt und so weiter und so fort. Das, wie gesagt, überlasse ich euch einfach mal als Übung. Und da könnt ihr auch sehr, sehr gerne was damit machen. Hier zum Beispiel bräuchte man unter Data nur die Post-ID. Wie gesagt, erweitert das Ganze nach eurem Nutzen und nach eurem Willen und habt Spaß dabei. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.